Mir ist noch nie irgendetwas so ernst gewesen. Ich möchte mit dir zusammen sein. Und zwar für immer. Ich aber nicht mit dir. Und das könntest du wissen. Warum bin ich wohl nicht aufs Schiff gegangen? Ja, weil ich ohne dich nicht fahren wollte. Weil ich dich liebe. Deswegen haben die Bullen mich auch nicht geschnappt lassen. Allerdings verstehe ich immer noch nicht ganz, warum du die Sachen jetzt bei mir deponieren willst. Weil Barbara bestimmt meinen Schrank kontrolliert. Und wenn sie merkt, dass ich hier nur einen Bruchteil dessen gestanden habe, was ich wirklich gekauft habe, dann gibt's bloß wieder Ärger. Ich guck mal, ob die Luft rein ist. Ei, ei. Tag, Frau Kopp, ich wollte gerade klingeln. Frau Kommissarin Weber. Haben Sie einen Moment Zeit? Natürlich. Ich vermute, Ihr Besuch steht in Zusammenhang mit Ihrem gestrigen Anruf. Da vermuten Sie richtig. Sie glauben wirklich, Oliver befindet sich noch in Deutschland? Ja, das glauben wir. Wir glauben sogar, dass er hier in der Nähe ist. Sie sind die einzige Person außerhalb des Gefängnisses, zu der er Kontakt hatte. Ich will mich von ihm scheiden lassen. Warum sollte er sich ausgerechnet an mich wenden? Er hängt doch noch sehr an Ihnen. Vielleicht will er, dass Sie die Scheidung zurückziehen. Unsinn. Oliver und ich werden nie wieder zusammenkommen und das weiß er auch. Tja, vielleicht will er sich auch an Ihnen rächen. Das glaube ich nicht. Gut, dann hoffen wir, dass Sie recht behalten. Da man aber ja nie weiß, was in den Menschen vorgeht, also falls Sie Polizeischutz möchten... Das ist wirklich nicht nötig. Ich wollte es Ihnen nur angeboten haben. Wenn Oliver mit mir in Kontakt treten wollte, hätte er das schon längst getan. Aber jetzt wird es bestimmt nicht mehr versuchen, weil er sich denken kann, dass Sie mich überwachen. Frau Kopp, unterschätzen Sie Ihren Mann nicht. Er ist gerissen und gefährlich. Und er wird alles versuchen, um an Sie ranzukommen. Meiner Meinung nach wird er versuchen, außer Landes zu kommen. Das wird ihm aber nicht gelingen. Wir überwachen sämtliche Flug- und Seehäfen. Und wir haben Interpol eingeschaltet. Dann muss er ihm ja bald ins Netz gehen. Ah, davon gehen wir aus. Und natürlich auch davon, dass Sie uns sofort Bescheid geben, falls er sich bei Ihnen meldet. Mach ich. Und danke für Ihr Angebot. Tja, dann auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Dass Jackie sich nach der Geschichte mit Ramon überhaupt noch herwagt. Frechheit siegt. Abwarten. Ja, also du hast vielleicht Nerven. Mir steht das Wasser Oberkante Unterlippe und du machst hier Typen an. Ich mach was? Ach, das. Das war doch bloß ein wohlwollendes Lächeln für unsere kleine rothaarige Bedienung. Gina? Ja, die ist wohl immer noch sauer auf mich. Ach, und wenn schon, das kann dir doch egal sein. Wir haben jetzt andere Probleme. Ja. Wenn du die Klamotten meinst, die du bei mir gelagert hast, hast du recht. Wieso das denn? Ja, wenn meine Mutter die Sachen findet. Eine Cola. Danke. Ey, spinnst du? Entschuldigung. Also, was ist jetzt mit deiner Mutter? Ja, wenn sie die Sachen sieht, dann kriege ich bestimmt eine Menge Ärger. Ja, glaubst du, ich krieg keinen, wenn Barbara die Sachen bei mir findet? Ja, schon. Aber die Klamotten können echt nicht länger bei mir bleiben. Ach, ich dachte, deine Mutter schnüffelt nicht in deinem Zimmer. Ja, tut sie auch nicht. Aber nächste Woche steht bei uns Frühjahrsputz an. Mist. Und wenn du sagst, die Sachen gehören mir? Dann muss ich sie dir auch sofort wiedergeben. Ach bitte, Jackie, nur noch ein paar Tage. Das geht echt nicht. Warum denn nicht? Weil meine Mutter den totalen Horror davor hat, wenn ich Sachen von dir bei mir habe.
Na, sie wird dadurch immer daran erinnert, dass sie mir so teure Sachen nicht kaufen kann. Ich lass mir was einfallen. Du glaubst also wirklich, dass Kathi meine Karte öfter als einmal benutzt hat? Ich halte es zumindest für möglich. Aber sie weiß doch, dass ihre Lüge spätestens mit der Monatsrechnung auffliegt. Ja. Vielleicht sind ihr die Abrechnungsmodalitäten dieser Kreditkartenfirma nicht so sehr geläufig. Sie hat oft genug zugesehen, wenn ich die Belege mit den Abrechnungen verglichen habe. Ja, das klingt logisch. Aber was ist bei Kathi schon logisch? Aber sie lügt nicht jedes Mal, wenn sie den Mund aufmacht. Das habe ich auch nicht gesagt. Ja, also, worauf willst du raus? Darauf, dass du deiner Tochter mehr auf die Finger schauen sollst. Sie hat dich beklaut, belogen, betrogen und hat noch deine Unterschrift gefälscht. Aber sie ist doch keine Kriminelle. Aber sie ist auf dem besten Wege dorthin. Ich bitte dich, Kathi hat einen Fehler gemacht. Sie hat ihn bereut, sie hat ihn eingesehen, sie hat sich entschuldigt. Ich glaube nicht, dass so eine Gangsterkarriere beginnt. Ich würde trotzdem diese Kreditkartengeschichte nicht so ohne weiteres unter den Tisch fallen lassen. Was soll ich denn machen? Soll ich sie bei Brot und Wasser im Kerker von Friedenau einsperren? Nein, natürlich nicht. Ich weiß es doch auch nicht. Also ich finde, dass sie durch ihr schlechtes Gewissen genug bestraft ist. Ach du meine Güte. Ja, die Ärmste. Du bist zu nachsichtig. Du hast dich wirklich hervorragend verhalten. Meinst du, die Polizei hat gemerkt, dass ich am ganzen Körper gezittert habe? Bestimmt nicht. Deine Leistung war wirklich Oscar-reif. Nochmal stehe ich sowas nicht durch. Ah, du bist noch zu Hause. Tag, Brandner. Schenzer. Das ist Tobias, von dem ich dir erzählt habe, der mir die Blumen geschickt hat. Ach, das ist ja nett, Sie mal persönlich kennenzulernen. Entschuldigt mich, aber ich muss mich umziehen, habe einen wichtigen Termin, möchte meine Partner nicht warten lassen. Wir werden ja noch ausführlich Gelegenheit haben, uns zu unterhalten. Ja, entschuldigt mich. Würde mich freuen. Oh Mann, das war knapp. Wieso? Er hat mich nicht erkannt. Ja, aber nur weil er es eilig hatte. Komm, lass uns abhauen, bevor er zurückkommt. An solche Mittagspausen könnte ich mich gewöhnen. Ich muss Tanja sagen, dass sie einen Masseur für AMG einstellt. Was wird denn aus mir? Du könntest dich ja der verspannten Muskulatur eines jungen Mannes aus der Werbebranche widmen. Falls du auf Markus anspielst, den massiere ich nicht, den erwürge ich. Langsam aber sicher geht er mir tierisch auf die Nerven. Also ich fand seine Idee mit dem Auto witzig. Ja, ich hätte es wahrscheinlich auch witziger gefunden, wenn es die erste Aktion gewesen wäre, die er startet. Aber so. Das zeigt doch nur, dass er es ernst meint. Glaubst du? Tja, also du kannst sagen, was du willst, aber ich bin fest davon überzeugt, dass Markus 100%ig hinter dir her ist. Hi. Stör ich? Nein, nein. Ja. Was gibt's? Ich wollte eigentlich zu Gero. Ich habe was für dich. Was ist das? Sieh doch mal nach. Kinokarten. Ja, für die Premiere heute Abend. Vielleicht hast du recht, was Kathi anbelangt. Du kennst sie besser als ich. Außerdem steht es mir nicht zu, mich in deine Erziehungsmethoden einzumischen. Du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Ich bin froh, wenn du mir deine Meinung sagst. Sie ist mir nämlich wichtig. Also, was sagst du dazu? Das könnte der Trend für die nächste Herbst-Wintermode sein. Ich muss mir nur noch einen Termin bei meinem italienischen Stofflieferanten besorgen. Dann warte nicht zu lange damit. Von Anstetten? Ja, die ist da. Moment. Für dich. Okay. Frau Sterneck? Lamas, guten Tag. Hallo, Frau Lamas. Was kann ich für Sie tun? Es geht um die Kleidungsstücke, die Kathi Jackie geliehen hat. Kathi hat Jackie Kleider geliehen? Ja, wissen Sie denn gar nichts davon? Ah, ja, richtig. Ja, stimmt. Das ist diese Kleidertauschaktion, die gerade so in ist. Ja. Ja, wenn Sie es so nennen wollen. Allerdings habe ich den Eindruck, dass die Sache ziemlich einseitig ist. Inwiefern? Tja, wie soll ich das beschreiben? Jackies Zimmer sieht aus wie das Lager einer Nobelboutique. Im Prinzip habe ich ja nichts dagegen, dass die Mädchen die Sachen tauschen, aber das hier geht mir wirklich ein bisschen zu weit.
Also ich habe nicht gewusst, dass diese Sache solche Ausmaße angenommen hat. Naja, Ihnen als Designerin mögen solche Mengen vielleicht normal vorkommen, aber Jackie oder mir? Ich möchte nicht, dass Jackie dadurch animiert wird, mit Kathi mithalten zu müssen. Verstehen Sie, was ich meine? Ja, ich glaube schon. Also ich werde gleich vorbeikommen und die Sachen abholen, wenn es Ihnen recht ist. Sehr gut. Bis später dann. Wiederhören. Ist echt lieb von dir, aber ich kann heute nicht. Mein Nachtdienst im Krankenhaus fängt schon um 11 Uhr an. Aber die Vorstellung beginnt schon um 8, das schaffst du locker. Glaubst du wirklich, ich gehe auf eine Filmpremiere und lass mir die anschließende Feier entgehen? Nee, da bleibe ich lieber ganz weg. Und bevor du fragst, nein, ich kann meinen Dienst nicht verschieben. Aha. Naja, dann auch andere Väter haben hübsche Söhne. Tschüss. Tschüss, viel Spaß. Ja, tschüss. Von wegen, er meint es ernst. Da habe ich einmal keine Zeit und schon sucht er sich jemand anderen. Was hast du erwartet? Dass er dir für diese tolle Ausrede auch noch um den Hals fällt? Das war keine Ausrede. Die Frau des Kollegen, für den ich einspringe, hat heute Nacht ein Kind gekriegt. Echt? Soll ich dir eine Videoaufzeichnung besorgen? Nein, ich glaub dir. Aber du musst zugeben, dass es sich wie eine ganz dumme Ausrede anhört. Naja, wenn die Sache mit dem Baby nicht wäre, dann hätte ich mir wahrscheinlich wirklich was ausgedacht. Wieso? Ich denke, du bist gern mit Markus zusammen. Das bin ich ja eigentlich auch, aber irgendwie ist alles anders als früher. Was ist anders? Naja, früher haben wir was zusammen gemacht, weil wir Spaß haben wollten. Und jetzt reißt Markus alle Aktivitäten an sich, nur um mich rumzukriegen. Dann sag ihm doch einfach, dass er damit aufhören soll. Hm? Andererseits gefällt es dir wahrscheinlich, so umworben zu werden. Quatsch. Das nervt. Und zwar tierisch. Hi. Hey. Hallo. Na, dass ich euch beide noch zusammen sehe. Tja, es kommt immer irgendwie anders, als man denkt. Hm? Ja, jedenfalls freut es mich, dass ihr wieder zusammen seid. Darauf sollten wir anstoßen. Gute Idee. Aber ohne mich, ich muss gleich wieder weg. Na komm, ein Glas. Wirklich nicht, tut mir leid. Naja, dann ein andermal. Wenn Tobias jetzt hier wohnt, sehen wir uns ja sicher noch öfter. Dann steht dein Angebot noch? Ja, klar. Tobias kann hier so lange wohnen, bis sein Stipendium in den Staaten anfängt. Oder willst du, dass er lieber zu euch zieht? Eigentlich dachte ich eher an die Pension. Ich meine, vielleicht möchtest du ja lieber deine Ruhe haben. Ach, Quatsch. Wir verstehen uns schon. Und außerdem bin ich ganz froh, wenn es in der Wohnung hier nicht so leer ist. Wenn du meinst, ich muss los. Ich bring dich zur Tür, ja? Mach's gut. Hey, ich weiß gar nicht, was du hast. Deine Familie ist doch ganz nett. Bisschen naiv, aber ansonsten ganz zauberhaft. Löwe. In der Liebe geht es bei Ihnen ständig auf und ab. Auf und ab ist immer gut. Auf und ab, obwohl Ihr Herz sich längst für eine Person entschieden hat. Nutzen Sie jede Gelegenheit, Ihrem Schwarm zu zeigen, was Sie für ihn empfinden. Oh oh, der arme Gero. Haben Sie Mut zu ausgefallenen Ideen? Also das mit dem Auto fand ich schon ziemlich ausgefallen. Ihre Gefühle werden bald erwidert werden. Bin ja mal gespannt, was dir noch so alles einfällt. Wie wär's mal mit einem heißen Strip im Krankenhaus? Das wäre echt ausgefallen. Du, das ist eine tolle Idee. Aber wie ist es mit Gero? Er ist vage. 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 Seien Sie in der Liebe empfänglich für Signale von außen. Es gibt jemanden, der schon lange um Sie wirbt, doch Sie sind sich über Ihre Gefühle nicht im Klaren. Zögern Sie nicht zu lange. Wegen 1 oder 2 Teilen hätte ich Sie bestimmt nicht angerufen. Und Sie sind ganz sicher, dass das alles Katis Sachen sind? Ich meine, ich will nicht irgendwas Falsches einpacken. Also Jackie gehören Sie jedenfalls nicht. Oder hast du dir von jemand anderem auch noch was geliehen? Tja. Ach, und dieser Mantel hier, der gehört auch Kathi. Sie scheinen sich am Kleiderschrank Ihrer Tochter nicht besonders auszukennen. Oh, eigentlich schon, aber dadurch, dass Kathi einen Teil ihrer Sachen in unserer Wohnung, einen anderen Teil auf Wiedenau hat, habe ich ein bisschen den Überblick verloren. Oh, entschuldigen Sie mich einen Moment. Ja. Jackie? Ja. Hältst du das mal?
Weißt du eigentlich, wie lange Kathi die Sachen schon hat? Keine Ahnung. Ganz bestimmt nicht? Wenn ich's doch sage. Na gut. Hätte ja sein können. Wenn Sie wollen, helfe ich Ihnen beim Einpacken. Nein, vielen Dank. Ich möchte Ihnen nicht noch mehr Umstände machen. Ach was, das mache ich doch gerne. Ich muss schon sagen, Ihre Tochter hat wirklich einen exklusiven Geschmack, was Kleidung betrifft. Ja. Naja, Sie müssen es ja bezahlen. Ich hoffe, du hast genug Hunger. Das reicht dir für die ganze nächste Woche. Dann lad doch deinen Mitbewohner ein, oder ist er nicht da? Doch. Tobias? Ja? Meine Schwester hat Kuchen mitgebracht. Hallo. Wenn du auch noch schon willst. Nein, danke, du. Mir liegt das Mittagessen noch im Magen. Wie du willst. Täusche ich mich oder kann es sein, dass ich deinen Mitbewohner schon mal zusammen mit Susanne gesehen habe? Das kann sein, ja. Die beiden sind zusammen, eigentlich. Was meinst du mit eigentlich? Die beiden hatten ein bisschen Stress die letzte Zeit und Susanne hat eigentlich auch schon Schluss gemacht, aber seit Tobias hier wohnt, verstehen sie sich wieder. Da hast du ja 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Du bist nicht so alleine und du hast Susannes Beziehung gerettet. Sag mal, weiß Arno eigentlich von den beiden? Ich denke schon. Warum? Ja, weil er mit mir über sämtliche Familienneuigkeiten geredet hat. Nur Tobias hat er nicht erwähnt. Hat er wohl vergessen. Sowas vergisst der Arno doch nicht. Ich glaube viel eher, dass Susanne nichts von ihrer Beziehung erzählt hat. Ob sie Tobias verheimlichen will? Warum sollte sie? Keine Ahnung. Hey, was machst du denn hier? Hallo, Gero. Hallo. Ich habe ein paar Sachen von Kathi geholt. Dabei ist mir aufgefallen, dass sie ziemlich viel Neues gekauft hat in der letzten Zeit. Weißt du, woher sie das Geld hat? Keine Ahnung. Ich hätte dir nicht mal sagen können, dass die Sachen neu sind. Sag mal, ist dir irgendwas an Kathi aufgefallen in der letzten Zeit? Nein. Aha. Wieso fragst du? Hat sie wieder einen heimlichen Verehrer? Nein, nicht, dass ich wüsste. Dann sind die Blumen von dir. Nein, sie sind für dich abgegeben worden. Für mich? Ja. Hm. Andere Väter haben zwar auch schöne Söhne, aber keiner ist so toll wie du, Markus. Das hätte ich mir gleich denken können. Ist das der Grund, warum Sophie und du Schluss gemacht haben? Wie kommst du denn darauf? Naja, es ist kaum eine Woche her und du hast schon wieder einen Freund. Wenn du mich fragst, ein bisschen schnell. Oder ihr kennt euch schon länger? Ich kenne Markus schon eine ganze Weile. Aber er ist nicht mein Freund. Die Blume und die Karte haben nichts zu bedeuten, okay? Entschuldige, man wird ja noch fragen dürfen. Es interessiert mich halt, wie es meinem Sohn geht. Hm? Du glaubst wirklich, dass Tim sich so langsam fängt? Ich hoffe es mal. Jedenfalls tut's ihm ganz gut, dass er in seiner Wohnung nicht alleine ist. Hast du ihn denn schon mal zu Gesicht bekommen, diesen ominösen Gast? Ja, eben, bei Tim in der Wohnung. Sieht so aus, als ob die beiden sich ganz gut verstehen. Na, wollen wir es hoffen. Hallo, ihr zwei. Hallo. Hallo. Ach, da wir gerade von Gästen reden. Wenn du das nächste Mal deinen Tobias hier hast, dann kannst du ihm ruhig einen Stuhl anbieten. Bei uns muss eigentlich noch keiner auf der Treppe sitzen. Tobias? Den kenne ich ja gar nicht. Ja, nicht zu fassen. Bei 60.000 Studenten an der Kölner Uni gibt es tatsächlich einen, den du nicht kennst. Aber was er studiert, verrätst du uns das? Jura. Und demnächst geht er für ein Jahr nach Amerika. Er hat dort ein Stipendium. Sonst noch was? Ja, schon gut, alles klar. Magst du ein Glas Wein? Nur wenn du mittrinkst. Und du? Ich muss gleich wieder weg. Oh, ich trinke eins mit. Dann steige ich mal in den Keller und suche uns einen schönen Tropfen. Und ich hole die Gläser. Danke, dass du Papa von heute Morgen nichts erzählt hast. Nein. Das musst du schon selbst erledigen. Sobald ich sicher bin, dass die Sache ernst ist. Ja, soviel ich bei Tim mitgekriegt habe, seid ihr beiden noch fest zusammen.
Hast du Tobias gesprochen? Nein, aber Tim hat so Verandeutungen gemacht. Ach, der redet immer viel. Aber du hast mir doch vorhin in der Kneipe erzählt, dass deine Mutter erst nächste Woche ihren Frühjahrsputz machen will. Sie hat sich's halt anders überlegt. Ich kann doch auch nichts dafür. Hättest du nicht verhindern können, dass sie dein Zimmer sauber macht? Ja, und wie? Ich habe doch neben dir in der Kneipe gesessen. Ja, aber dann hättest du sie davon abhalten müssen, Barbara anzurufen. Hätte ich sie vielleicht mit Handschellen ans Treppengeländer fesseln sollen oder was? Nein. Ach, Mist. Ich weiß es auch nicht. Barbara hat wirklich alles mitgenommen? Restlos alles. Und die Krönung war dann noch, dass ich ihr die ganzen Sachen ans Auto schleppen durfte. Wann ist sie denn ungefähr bei euch los? So vor 1,5 Stunden. Was? Ja, aber dann müsste sie ja schon längst hier sein. Ja, außer sie ist noch in eure Wohnung gefahren, um danach mehr Sachen zu suchen. Ja, Gott sei Dank haben wir da fast alles leer geräumt. Aber wenn sie hier in meinen Kleiderschrank guckt, dann bin ich völlig erledigt. Außer... Du, ich muss Schluss machen. Was ist denn los? Später, ich habe da gerade so eine Idee. Nicht. Warum? Was ist denn los? Wenn Tim wiederkommt, denkt er wieder, weiß Gott was. Na, lass ihn doch. Außerdem sind wir schließlich verheiratet. Ich möchte aber nicht, dass er Papa was erzählt. Er fragt dann dauernd nach dir und möchte dich näher kennenlernen. Ja, wenn es ihm Spaß macht. Und wenn er dich wiedererkennt, sei froh, dass es heute Morgen eilig hatte. Ach was. Seit meiner Gesichtsoperation erkennt mich kein Mensch. Und was ist mit dem Arzt, der dich operiert hat? Was ist, wenn die Polizei nach seiner Aussage ein Phantombild anfertigt? Susanne, wenn der Arzt wirklich wüsste, wie ich aussehe, dann hätten sie es längst gemacht. Uns veröffentlicht. Und wenn das nur ein Trick ist, um dich in Sicherheit zu wiegen? Na, so clever sind die Bullen nur auch nicht. Im Gegenteil. Die waren sogar so doof, dir zu sagen, dass sie sämtliche See- und Flughäfen bewachen. Vergiss nicht, dass sie Interpol eingeschaltet haben. Ja, und CIA und FBI und den MI5. Ich finde das gar nicht komisch. Wenn sie dich kriegen, bin ich bestimmt auch dran. Aber sie werden mich nicht kriegen. Rajan? Das ist schwer. So, wohin jetzt mit dem Zeug? Das frage ich mich auch. Mama, was machst du denn hier?